Da bin ich wieder mit einem neuen Update. Ich hatte im letzten Video ja einen Zeitplan für die restlichen Programmieraufgaben gezeigt. Und den habe ich auch ziemlich gut eingehalten. Außerdem hat mir diese Deadline wirklich geholfen, nicht konstant neue Ideen auf meine To-Do-Liste zu schreiben. Ich kann es wirklich nur empfehlen, sich so einen groben Zeitplan zu machen, damit der Umfang des Projekts nicht immer weiter wächst. Zu den tatsächlichen Änderungen. Ich habe das Projekt endlich auf Godot 4 umgezogen, denn mit der neuen Version kann ich endlich ein paar Dinge umsetzen, die in Godot 3 nicht so wirklich möglich waren. Beispielsweise die Anpassung der Tastenbelegung hätte man dort nur mit Einschränkungen umsetzen können. Daraufhin habe ich auch ein Start- und Optionsmenü gebaut, über das man beispielsweise die Tastenbelegung, die Sprache oder auch den Vollbildmodus ändern kann. Dafür habe ich eine generische Komponente für die Menüführung gebaut, die ich daraufhin in allen weiteren Menüs verwenden kann, denn von denen gibt's noch ein paar. Als erstes nämlich ein Menü, über das man sämtliche Statuseffekte, passiven Effekte und auch Angriffe des eigenen Charakters einsehen kann. Davon gibt's im Kampf dann noch eine abgespeckte Version, wenn man einen Gegner anvisiert, in der dann aber nur dessen defensive Werte und Statuseffekte einsehbar sind. Als nächstes habe ich dann eine kleine Ansicht gebaut, mit der man die Eigenschaften von Angriffen und Statuseffekten genauer untersuchen kann. Werden in deren Beschreibung beispielsweise andere Angriffe oder Statuseffekte erwähnt, kann man sich daraufhin auch diese genauer anschauen. Wer Baldur's Gate 3 mit Controller gespielt hat, dem könnte das Ganze hier bekannt vorkommen. Das finde ich gut. Wir brauchen das nächste Mal Release-Dates. Q4 2025 wäre mein Ziel. Das Problem an der Sache ist, ich bin Programmierer. Einzuschätzen, wie lange das Erstellen von Grafiken, 3D-Modellen, Musik und allem, was sonst noch fehlt, dauern wird, ist echt schwer, wenn man davon keine Ahnung hat. Klar gibt es Services wie Fiverr, wo Leute ihre Dienstleistungen anbieten, aber ich bin halt auch nicht Krösus und muss mir entsprechend überlegen, was ich selbst machen will bzw. kann und was nicht. Bis zum nächsten Mal.